Mallorca hat uns wirklich stürmisch begrüßt. Nach einer entspannten Zeit mit der Familie gerieten wir auf dem Weg nach Nordwesten in einer der bisher schlimmsten Etappen unserer Reise. Drehende Winde, plötzliche Flaute und heftige Schmerzen haben uns dabei völlig an unsere Grenzen gebracht. Während ich mit meinem Rücken komplett flach lag, musste Dennis Dinami bei Höhen von bis zu über 30 Knoten fast allein durch die See schippern. Es war ein harter Kampf gegen die Elemente und auch am Ziel in Sóller wartete leider keine Erholung auf uns. Zwischen schlicht haltendem Untergrund und einem völlig überfüllten Ankerfeld hofften wir dennoch auf eine entspannte Zeit. Wir befinden uns jetzt in Port Sóller. Potpourri an verschiedenen Cafés und Restaurants, aber nicht für uns Budget-Segler. Hier sind die Preise ein bisschen hoch. Was wir aber dafür schätzen, ist das Eis hier. Also, wir gönnen uns erstmal eins. Hola. Hola, buenas tardes. Un bola pistachio, por favor. Bien, ¿lo quiere cono o copa? Y cono. Cono, muy bien. Sí. Una bola pistachio. ¿Y qué más? Y otra más. Otra más, muy bien. Pistacho. Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Bravo, sí. Gracias. Muy bien. Sehr leckeres Mandarineneis. Eis muss man hier schnell essen und schmeckt super schnell. Aber dafür auch sehr lecker. So, die zwei größten Besonderheiten sind einmal die Tram, die schon jetzt über 100 Jahre alt ist, und einmal Hufeisen-Ankerplatz. Sehr, sehr schöner Sonnenuntergang hier. Aber tatsächlich ansonsten gibt es nicht so viel zu tun oder zu machen. Kaum ausgesprochen, hat eine Gruppe Trommler dem Dorf auch schon ordentlich eingeheizt. Sie zogen die Promenade entlang und sorgten für ordentlich Stimmung. Selbst vom Boot aus konnten wir das Spektakel den ganzen Abend lang beobachten. Am Abend wurde der Strand von Fackeln erleuchtet und überall gab es Live-Musik. Es ist Zeit, sich von unserem Freund Attila zu verabschieden. Wir sind nun inzwischen seit 2 Monaten gemeinsam unterwegs. Doch er muss jetzt leider ein paar Teile für sein Boot vom Festland holen. Ob wir uns danach wiedersehen? Ungewiss. Aber er hat versprochen, alles zu geben, um uns wieder einzuholen.
Und wir haben uns erstmal eine freie Boje geschnappt. Das olle Dingi hängt an einem 28 Kilo Anker, fast das Dreifache von unserem eigenen. Das sollte für den kommenden Wind locker reichen. Dachten wir zumindest. So, oh, vielleicht sollte ich mal Lichter machen. Es ist eine recht ruhige Nacht, beziehungsweise Abend. Und zwar ein ruhiger Abend vor dem Sturm. Morgen sind praktisch den ganzen Tag Böen bis zu 30 Knoten angekündigt. Das hatten wir in der Länge auch noch nicht hier. Das ist jetzt unser 4. Mal, wo wir das hier mitmachen. Auch eine funny Geschichte. Beim 3. Mal dieser ganzen Böen-Geschichte sind wir gerutscht und da hatten wir eine Boje im Blick, die war schon seit einer Woche nicht besetzt und haben wir es jetzt ausgenutzt. Jetzt sind wir an der Boje. Da ist auch ein Riesenanker dran. Also dahingehend sind wir eigentlich safe. Ja, was natürlich uns jetzt Sorgen macht, sind die anderen Boote. Wobei auch krass ist, dass sehr, sehr viele Boote weg sind. Also es war noch nie so leer, seitdem wir hier sind. Wir sind jetzt schon seit 2 Wochen da. Das ist einfach krass leer, wie es geworden ist. Wir wissen nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Der Nachbar hat heute gesagt, der fährt weiter, damit er überhaupt weiterkommt. Ein Boot, was mit uns hier auch relativ lang stand, ist jetzt in den Hafen gefahren. Mulmiges Gefühl auf jeden Fall. Morgen Abend sollen auch Gewitter herziehen. Mal schauen, wie das so sein wird. Aber nichtsdestotrotz, spanische Wetterdienst hat auch schon eine Warnung rausgegeben für Mallorca, für morgen, weil es einfach 12 Stunden lang jetzt ein sehr, sehr böiger Wind sein wird. Wir sind auf jeden Fall angespannt und hoffen, dass alles gut geht. Na dann, gutes Nächtle. Jo, wir haben den Morgen überlebt. Ist bisher auch ganz okay. Die Stimmung ist irgendwie ein bisschen angespannt, also so generell drumherum. Selbst unser Nachbar Hein von der Chi ist eigentlich immer super relaxed. Ist er eigentlich jetzt auch, zumindest gibt er das immer vor. Aber man sieht, hat seine Family draußen für die Ankerwacht gestellt. Aber auch verständlich, weil selbst wenn sein Anker hält, könnte ein anderer Anker halt nicht halten. Und er hat gute 5, 6 Boote vor sich, die rutschen könnten. Wir sind eigentlich zuversichtlich mit dem Anker immer noch, mit unserer Boje. Ich habe jetzt auch die Leinen gecheckt, 3-mal. Es sind jetzt immer so Winde zwischen 13 und 20 in den Böen. Ist okay. Es schaukelt leider ein bisschen, aber ja, wir haben uns darauf eingestellt und es ist halt so ein doofer Tag dann jetzt. Das Spannende wird dann halt ab 18 Uhr. Da ist Gewitter angesagt, 39 Knoten. Regen, weiß nicht, Heavy Metal Musik wahrscheinlich noch. Mal gucken, was uns erwartet. Guten Appetit. Guten. In unserem nächsten Leben werden wir Food-Blogger. Oder Food-Vlogger. Food-Vlogger? Ja, dann können wir die ganze Zeit essen. Können wir uns auch. Wenn du Food-Blogger bist, dann schreibst du nur darüber, wie du isst. Die magische Stunde hat jetzt begonnen. Das heißt, praktisch jetzt ab 17 bis jetzt 21 Uhr ist jetzt die schlimmste Zeit des Tages. Aber bisher scheint es okay zu sein. Mit schlappen 10 Knoten Wind und okay Welle.
Es kam zum Glück nicht ganz so schlimm wie vorhergesagt. Trotzdem blieben wir wachsam. Um die Nami machten wir uns an der Boje keine Sorgen mehr. Dafür aber um die anderen Boote um uns herum. Der Wind in Kombination mit dem Regen machte das Ganze natürlich noch mal etwas ungemütlicher. Weißt du noch, am Anfang, wo ich gefühlt jeden zweiten Tag schlechtes Wetter aufgenommen habe? Das erinnert mich das gerade ein bisschen. Mit dem Regen. Der Abend war zum Glück doch ruhiger als gedacht. Dafür hat der Morgen uns schon ordentlich eingeheizt. Ich bin ein bisschen durch. In der Nacht hat es noch ein bisschen gewittert und dann hat es, glaube ich, ab 5 angefangen mit 20 Knoten in den Böen, was noch okay war, aber ab 6 war es dann schon ein bisschen mehr als 20 und auch länger. Seitdem ist Doro draußen gewesen. Jetzt habe ich sie mal abgewechselt. Wir sind so fertig. Es wird heute den ganzen Tag zu dauern. Und dann wurde es immer ungemütlicher. Wir haben einige Boote in den Tagen rutschen sehen. Einige sind sogar in andere Boote hineingerutscht. Selbst die Marineros sind aus dem Hafen gekommen und haben den Leuten geholfen, bei denen das Ankern gerade nicht so klappte. Wir waren heilfroh, an unserer Boje zu hängen. Doch genau als es draußen so richtig ungemütlich wurde, kam jemand zu uns. Der Besitzer der Boje. Tja, wir mussten weg. Er meint irgendwas anderes. Englisch, yes. Okay. Okay. In the morning. Okay. perfect. Gracias. Okay, thank you very much. Today you can stay. Thank you very much. Thank you. It's okay. Did you see your dinghy? Yes, I know. It's broken. Yeah. When I moved, it was broken before. Okay. I haven't been here. Okay. That's okay. I paid for one night. It's fine. Okay, thank you very much, Okay, sir. thank you. Ja. Ups. Die Mana war da. So, überraschenderweise war das Wetter heute doch nicht so ganz schlimm, wie es angegeben war. Klar, jetzt wo ich los anfange, kommt der Wind wieder, ist klar. So, der Besitzer von der Mana war da, von der Boje. Der war aber sehr, sehr freundlich und hat gesagt, jo, ihr könnt da bleiben bis morgen. Ja, dadurch, dass kein Wind war, hat jetzt die Boje am Boot geschlagen. Das wollten wir jetzt ändern, aber ja, jetzt geht Doro ins Wasser, damit sie dieses kaputte Dinghy rettet. Und sie will es umdrehen. Weil das hat es inzwischen, ja, weiß nicht, ob es jetzt komplett kaputt ist oder ob es einfach nur mit Wasser voll ist. Wir haben gesagt, hey, dein Dinghy ist ein bisschen am Absaufen. Er so, ja, kein Problem. Es ist eigentlich nur ein Reservierungsdinghy. Der hat auch gesagt, wir sollen uns keinen Stress machen. Das ist, glaube ich, einfach nur, um die Boje zu besetzen und damit nicht so Piraten wie wir sich an Bojen schmuggeln. Und? Macht es mehr Sinn, einfach das nochmal hochzumachen? Ja. Gemeinsam haben wir noch versucht, sein Schrottdinghy zu retten. Oder zumindest das, was es noch zu retten gab. Ja, dann kam jetzt noch eine kleine Überraschung dazwischen. Unser treuster Begleiter ist auf einmal wieder da. Nur so mit den Ankerspots hier. Da dürfte man ankern. Überall woanders eigentlich nicht. Also ja, ich glaube sogar die Boje ist nicht legal.
Und Anker? Der liegt auf der Seite, aber halb eingeschlafen. Ich bin dann mal runter zum Anker getaucht. Wir hatten nämlich das Gefühl, dass wir trotz des Gewichtes gerutscht sind. Und tatsächlich, da waren deutliche Schleifspuren im Sand. Die Venture ist zurück. Dennis hilft beim Ankern. Die Fernsteuerung von der Ankerwinch ist leider ausgefallen bei Attila. Ja, Attila ist wieder da. Die Freude ist riesig, aber es wird auch Zeit, Sojer zu verlassen. So schön es hier ist, der Wind lässt uns einfach keine Ruhe. Das war's von Port Soyer. Es war eine spannende Zeit. So, der Tag hat sich anders entwickelt, als wir gedacht haben. Attila ist zurück. Der hat erzählt, dass es sehr, sehr wild war. Der war in dem Sturm drin. Er ist rausgefahren. Da war es noch nicht so schlimm. Aber gegen Ende, als er hier war, war es brutal. Der ist sogar richtig seekrank geworden. Aber er fährt mit uns auf jeden Fall noch ein Stück weiter. Da freuen wir uns drauf. Das Dingi konnten wir leider nicht retten. Und morgen früh geben wir dann die Boje auch ab. Heißt früh aufstehen, frühstücken und dann los. Wir wollen nach Santa Ponza. Morgen ist wahrscheinlich guter Rückenwind. Werden wir sehen. 35 Meilen, also bei Topspeed 7 Stunden. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir lassen uns einfach die Option offen, irgendwo den Anker zu werfen und dann auf den nächsten Tag einfach zu warten. Hello. Quack, quack. Santa Pollenza? Nix Santa, einfach nur Polenta. Nur Pollenza? Wir wollen morgen bis nach Port Pollenza. Nein, Port Pollenza? Der Polenta. Was? Oder nur Pollenza? Polenta ist der Ort in den Bergen. Okay.